Guten Tag, ich bin die kleine Gunhilde aus der Familie der Weißaugenmoränen und ich gehe in die erste Klasse der Andermanen Unterwasserschule. Unser Herr Oberlehrer Stockfisch hat mich beauftragt, den Blasenmachern von Poseidon zu erklären, dass wir Moränen gar nicht so schlimm sind, wie von den Menschen immer behauptet wird. Es ist eine bodenlose Gemeinheit, uns Moränen als gefährlich und bösartig zu beschreiben. Ich weiß gar nicht, welcher Idiot auf die Idee gekommen ist. In Wirklichkeit sind wir freundlich, liebevoll und wir sind sehr soziale Wesen. Wir lieben gesellige Zusammenkünfte und wenn wir so groß und stark sind wie Tante Brunhilde, dann kommen Freunde wie zum Beispiel die Steinfische gerne zu Besuch und kuscheln bei der angeblich so bösartigen Tante. Die hat zwar ein wahnsinniges Gebiss und sieht gefährlich aus wie die meisten großen Moränen, sie hat aber ein Herz aus Gold und ist lieb. Wir sind gesellig, tolerant und vertragen uns mit fast allen anderen Fischen. Egal ob groß oder klein, Garnele oder Rochen, bei uns ist jeder willkommen, der sich anständig benimmt. Auch die stacheligen Igelfische, obwohl die ziemlich langweilig sind, weil sie sich kaum rühren. Da kommen ja mal wieder die Blasenmacher von der Poseidon angestrampelt. Die gelten als harmlos. Aber da sie so groß sind, wird uns kleinen Weißaugenmoränen schon mal ein wenig mulmig, wenn man unter denen sitzt. Aber Mama sagt, wenn die von dem Boot mit dem Fisch am Bug sind, dann tun sie einem wirklich nichts. Und wenn man so groß ist wie Onkel Ferdinand, dann haben die wohl eher Angst vor uns. Am liebsten von denen mag ich den Dino. Der tut keinem Fisch was zuleide. Früher hat er uns auch immer was Leckeres zu essen mitgebracht. Das macht er aber jetzt nicht mehr, weil sonst die selbsternannten Oberlehrer der Tauchergemeinde mit erhobenem Zeigefinger an ihm vorbeischwimmen. Der Dino befreit auch Fische aus verlorenen Netzen und richtet von unachtsamen Tauchern umgeworfene Korallen wieder auf. Und angeblich füttert er auch seit Corona fast jede Woche ein paar hundert arme Menschen, die sonst nichts zu essen hätten. Die zu füttern ist scheinbar nicht verboten. Aber das kann ich nicht prüfen, da müsste ich mir ja eine Flasche Wasser auf den Rücken binden und an Land kriechen. Das erlaubt Mama nicht. Manchmal winden wir uns auch und zeigen die Zähne. Zum Beispiel, wenn uns so ein Blasenmacher mit der Kamera zu Leibe rückt. Die Typen von der Poseidon sind ja harmlos, aber kann man einer Gattung die Typen, so wie den Adolf, den Wladimir oder den Donald hervorbringt oder Angelhaken erfindet, denn wirklich vertrauen? Wohl besser nicht blind, sondern mit Vorsicht. Hier ein Beispiel, was die alle so anrichten, ohne sich zu schämen.
Hin und wieder holen sich die erwachsenen Moränen eine blutige Nase. Das ertragen sie ohne groß zu jammern, aber manch einen erwischt es schon arg, wie hier den Oskar. Der hat mal versehentlich in eine drehende Schiffsschraube gebissen, als er Mama und Tante Brunhilde passen öfter mal auf die kleinen Ammenhaie unserer Nachbarin auf. Frau Hai ist nämlich alleinerziehend und muss arbeiten gehen. Aber Mama und Tante sind lieb zu den Kleinen und achten darauf, dass denen keiner was tut. Dafür darf ich dann am Abend oft zu denen nach Hause gehen und mit ihnen spielen. Die sind zwar größer als ich, aber nicht so beweglich, da gleicht sich das wieder aus. Wenn's mal ordentlich was zu futtern gibt, vergessen wir schnell unsere vornehme Zurückhaltung. Da haben dann auch die Erwachsenen keine guten Essmanieren mehr. Und wenn ich alleine unterwegs bin, schnüffle ich überall rum, bis ich was zu fressen finde. Oder, wenn es keiner sieht, gehe ich schon mal bei den Mönchsfischen Eier klauen. Da werden deren Mütter ziemlich wild und beißen mich. Aber die Eier schmecken so lecker und die Mönchsfische haben ja gar keine richtigen Zähne. Nur Mama darf das nicht mitbekommen, sonst gibt's Zunder. Neugierig sind wir auch. Es interessiert uns schon, was in unserer Gegend so los ist. Und wenn dann so ein komischer Blasenmacher mit seiner Kamera vor uns liegt, dann wollen wir das schon ganz genau wissen.
In der Schule sollen wir immer artig, ruhig und aufmerksam sein, auch wenn es manchmal langweilig ist. Aber in der Pause, wenn Oberlehrer Stockfisch weg ist, dann geht es bei uns richtig rund. Dann brennt die Bude. Leider nur bis die Pause vorbei ist. Nach der Schule sitzen meine Schwestern und ich dann mit meinem großen Bruder oft auf dem Sofa und gucken fern. Oder wir schwimmen auf einem Viewpoint und sehen uns an, was in der Gegend so los ist. Da gibt's dann schon hin und wieder heiße Diskussionen. So wie letztes Mal. Da hatten wir in der Schule Sexualkunde. Der Stockfisch fing an mit Schmetterlingen und Gänseblümchen und so ein Zeug. Hahaha, da sind wir aber schon viel weiter. Wir gucken nachts nämlich auch mal durchs Schlüsselloch, wenn die Alten denken, dass wir schlafen. Mann, die lassen ja wirklich nichts anbrennen. Sie tun erst recht harmlos, aber dann gehen sie ordentlich ran. Auch ein offener Vierer ist bei denen oft im Programm. Anschließend gehen sie dann zu zweit oder einzeln zur Wellness und tun so, als könnten sie kein Wässerchen trüben. Ich hoffe, du hast jetzt eine Ich hoffe, du hast jetzt eine bessere Meinung von uns Moränen. Wenn dir mein Vortrag gefallen hat, besuche mich doch mal in Phuket. Dann gehen wir gemeinsam auf Unterwasserpirsch und klauen Eier bei den Mönchsfischen. Liebe Grüße, deine Gunhilde, die kleine